Oha! I've had enough mines for a lifetime. Can we go now? Deborahs Fesseln. Das Wesen in den Minen ist ein Puppenspieler, der einen Groll gegen den Captain hegt. Die Schemen der Minen... Also. Ein mächtiges Wesen manipuliert Helen durch ihren geliebten Gatten. Und Pennington... Der Puppenspieler hat etwas mit seinem alten Opfer von Captain Penningtons Skrupellosigkeit zu tun. Also warte mal. Spukermittlung. Vor langer Zeit ließ Kate die Frau, die sie liebt, im Stich. Ihr schuldbeladenes Herz hat sich davon nie erholt. Kann man nicht sehen, was er... Kann fixen die Schuld. Und dann schließen sie Verbände Überreste von Kate News mit Tagebuch, in denen sie über ihre Schuldgefühle und ihr gebrochenes Herz im Zusammenhang mit dem Verlust eines geliebten Menschen schrieb. Sie fanden auch die vermissten Siedler, die von Wölfen getötet worden waren. So entstand die Bestie. Es handelt sich um eine Geißel, ein Amalgam, eine Aufbruchsschemen, die nach Rache sind um jeden Preis. Nachdem sie die Bestie getötet hat, erschien ihnen der Geist einer Frau namens Deborah. Es handelt sich um die Frau, die Kate einst geliebt und dann verloren hat. Kate, wir haben Deborah gefunden. Das pure Schwarz hier unten. Deborah eingesperrt von Pennington und gestorben, weil Priest sich brüsten wollte, ein Held zu sein. Raus aus diesen gottverlassenen Minen. What was that thing? A puppeteer. Every dead thing we've met was controlled by its anguish. Sebastian especially. The miners were wronged, but the woman Pennington locked up is at the root of it all. So what now? Pennington had Deborah locked up screaming. When she was dead, he ignored her. He's a disgrace. But Helen Priest is enthralled to a trickster spirit. She can't be trusted either. Well, eventually, we'll get to take sides. Ja, aber Helen wusste ja nicht, dass der Geist quasi kein richtiger Geist ist, sondern einfach nur ein kontrolliertes Wesen von dem Bösen, was Pennington quasi erschaffen hat. Warte mal. Macht das Sinn hier? Ich wollte eigentlich schnell reisen. Abbruch. Nein! Okay, wir werden hier nochmal schnell hinreisen. Okay, wir müssen eh nochmal runter. Scheiße. Hätte einfach ans Feuer gehen sollen, das, oder? Ich dachte, vielleicht kommt hier noch eine Cutscene und, What is it? The rush after the fight. It'll pass. It's Sebastian, isn't it? You know I'm me, right? That I'm no puppet. Aye. Do you, though? Aye. My head may say different, but I know it in my heart. warte, noch ein anderer Weg?
Achso, die geht ganz raus. Man kann hier zwischendurch abspringen. Okay. Also ich habe extra einen Aufzug genommen, damit wir kein Gespräch und nichts vergessen oder zurücklassen oder sonstiges. Ai. Fresh air. At last. You did well down there, young man. Thank you, Master. Wenn ich dazu sagen darf, diese Minen können mich mal. So, nachdem wir unsere Flinte da poliert haben, verbessert haben eigentlich natürlich. Wenn der Gegner mit dem Gewehrkolben getroffen wird, verursacht der nächste Gewehrschuss 60% mehr Schaden. Ah. Hatte ich ihn bekommen? Noch einen Ring oder so? Ja, hier sind Amulett, neue Ausrüstung. Hier. Das hier dann, oder? Wenn der Gegner mittels Verbannen besiegt wird, wird die Geistanzeige um 100% aufgefüllt. Wenn der Gegner im Nahkampf besiegt wird, verursacht der nächste Gewehrschuss 100% mehr Schaden. Wenn der Gegner mit einem schweren Angriff getroffen wird, verursacht der nächste Schlagangriff 200% mehr Schaden. Oh, wir werden Paniken konfrontieren. Erstmal raus aus diesen gottverlassenen Minen. Oh, hier ist schon die Scheiße am Dampfen, ne? This is mutiny. It is justice. Justice long denied. Wait! Thought you'd been killed in the mines. Soon will all lie dead in the mines. Neither one more word nor a move from you. The mines are cleansed of their madness, which is more than I can say for this room. You banished the thing in a pit. Truly? It's gone? Aye. The puppeteer is no more. The siege is lifted. Get excited. You're still up to your neck in shite. You've still to answer for what you did, and what you did not. I do not answer to civilians, nor to mutineers. You will answer to the dead. Once a woman in chains cried out and you did not listen. This is why you're cursed. Confess. Your future, and the future of many, depends on it. I'll confess there is no future. I'll confess I led us here to make our final stand. And we still stand. To that I'll confess, and claim the credit. We fall one by one. Then we weep, we rage, but we stay loyal and true. Even the widows must stay true. Ihr kauert in Furcht, die Schuld frisst euch auf. Guilt eats you from the inside. You knew you should have braved the mines. You couldn't bring yourself to do it. I choose to die in the light. There is nothing in the pit but darkness. There's more to this. An older guilt. A deeper fear. Warum habt ihr Sebastian in die Mine geschickt? Captain, why did you send Sebastian Priest down the mine? I knew quarantine would be trying. A competent commander was required to keep order, keep them alive long enough to recover. I chose my lieutenant. I erred.
He was not competent. All died. Your husband was no hero, Mrs. Priest. You murdered him and now you take his honor too. Another nail in your well-earned coffin, Captain. So, Helen, thing is, Not now. She's not ready. Warum rebelliert ihr jetzt? we return with answers to find you in full mutiny. Why now, Helen? Sebastian returned, disturbed. I thought he'd left you dead in the mines. Your mission had failed. I could no longer wait. Ja. You may be to blame for the tragedy in the mines, Pennington, or you may not. But the puppeteer wanted you dead. Some years back, you accused a local woman of witchcraft. You locked her up. The puppeteer was quite angry about that. At last the die stopped rolling and my number has come up. I'll tell it now. I'll tell it all. Warum habt ihr sie beschuldigt? When you slandered her, you knew there'd be a witch hunt. Why'd you do it? There was no slander. It was true. She was corrupt. She was evil. And she was a school teacher. Someone had to think of the children. It's horse shit, but he seems to believe it. We're getting closer to the truth. Ihr habt ihr ihre Würde geraubt. Ihr habt irrational gehandelt. Ihr habt irrational gehandelt. You acted irrationally. You blamed the plague on a witch, yet applied a quarantine. You recognized her in the puppeteer, didn't you? I'm sorry. Puppeteer? That's what was in the mines, wasn't it? And you knew, didn't you? How long? For how long have you known? What I know and you do not would fill a library. Sebastian's sway over Helen is dangerous. If she takes charge, so does he. But Pennington is depraved and merits no saving. What's your thinking? Ah, mir doch egal, was mit den Siedlern passiert. Helen, könnt ihr? I have faith in Helen Priest. Step down, Captain. Perhaps you may begin to wash your guilt away. Do what you must. And face the consequences. Cast the die. I will. Verschonen? Du wirst die derzeitige Säule der Gemeinschaft verschonen und ihr die Verantwortung überlassen. Du wirst die aktuelle Säule der Gemeinschaft mit einem Ritual der Schuld opfern. Fuck, kann ich ehrlich gesagt bei... Ah, weg mit dir. Wir haben es gesagt. Hier wird keiner You verschont. failed, Captain. As an officer. As a man. You brought a curse upon the people of New Eden. No. The fort needs a leader without blood on our hands. I'll do it. I'll place the blame where it belongs. How Marif, how Gunjo. Life to the living. Death to the dead. When has a man seen and done too much? As a soldier, a leader, a father. Down with tyranny. Justice prevails. If we are to survive, there is much to do, and survive we shall.
For the record, beyond that door, Captain Pennington was tried and executed for his crimes. We did what was needed. The story you tell is up to you. Looks like the nightmare's curse is lifted here. Job done. Puh. Pennington ist tot. Guten Tag, die Herren und Damen. Ei. Das war heftig. Und ich hätte mir den ganzen Weg sparen können, wenn ich einfach da runtergegangen wäre. Hat eigentlich mittlerweile jemand Ferdinand gefunden? Ferdinando meine ich. Sorry, ich wollte nicht unhöflich sein. Pennington. Ich weiß, du hast dein Leben verwirkt. Guten Tag. Good day to you, John. McCraith. What's the word round here? Word about what? What can you tell me about Captain Pennington? What about him? I don't know. Is he a good commander? Do you... If, say, I thought him a blockhead, then... Okay, ich dachte, dass der irgendwas zu sagen hat. Thank you for your time. So, liegt der Kollege hier noch in seinem Saft? Ah, man hat ihn aufgeräumt. Ferdinando wurde gefunden und... Oder liegt er hier? Er lag im anderen, ne? Ja. Dann müsste ja Mr. White auch weg sein, ne? Hallo. Greetings. Widow Ingersoll? Shall we trade? I rather think we should, sir. What interests you? Mal sehen, was du so hast. Amulett, Brosche. Die hat eine Brosche. 1200, das ist aber teuer. I must... And may God go with you. Oh, sorry, ich bin aus der Linie dagegen gekommen. Liegt er noch hier? Ja, der ist auch weg. Hey, mein Freund. Mate, Gibt's das Neues hier? tell me about your world. Huh. Which bit? Okay, die sagen nichts. I'll be on my way. And may the way be good to you, mate. Na gut, dann gehen wir mal schlafen. Vielleicht zeigt sich dann, was hier noch passieren könnte oder wird oder soll oder tut. You're angry. Can tell. Of course you can. Aren't you angry? I'm more disgusted. Disgusted by what we saw down there. What Pennington and his cowardice allowed to happen. I hope they'll burn in hell. For that, I hate myself. Don't lose yourself. You've done far more than I could ever have asked. I'll do what it takes, and gladly. You need not ask it. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel.
My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were my own. I know her rage. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. You thought by becoming a Banisher, you'd overcome your anger and fear. I thought at least I'd gain control. I'm a big bad Banisher. I fear no ghost. I understand now that this control was but a mere illusion. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister, Ayomide, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Did you go looking for her? Was she near him? It's not beyond the realm of possibility. It's so far beyond the realm of possibility you wouldn't believe it. No, she wasn't there. But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be? Dreams can be vivid. Can be difficult to separate them from reality. I was awake, Red. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. No. Not even death. Still angry? Gloriously. Oh, eine neue Fähigkeit. Einfangen. Antea kann das Gewebe des Schleiers um ein Ziel herum manipulieren und es so festhalten. Besonders effektiv gegen Schlingenfeuer. So kann Red die kleinen Schemen, die sich in den Knospen befinden, zerstören. Im Kampf kann Antea ihre Gegner in ein ätherisches Netz einfangen, was diesen geringen Schaden zufügt. Wenn du deinen eingefangenen Gegner triffst, wird die Spektraleffektdauer reduziert. Okay. Wenn der Gegner mit dem Gewehrkolben getroffen wird, verursacht der nächste Gewehrschuss mehr Schaden. Wenn Red getroffen wird, verursacht der nächste schwere Angriff mehr Schaden. Aber nehmen wir mal das mit dem Gewehrkolben. Nach einem Schwachpunkttreffer mit dem Gewehr werden 15 Geisterpunkte wiederhergestellt. Red verursacht 20% mehr Schaden, aber er leidet 10% mehr Schaden. Nämlich, je niedriger die Geisteranzeige, desto weniger Schaden erleidet Red. Apo Red. Hatte ich nicht eben noch übelst viele Essenzen und jetzt habe ich gar nichts mehr gefühlt? What kind of scam is that? Tuk tuk. Ja, ansonsten kann ich hier nichts verwenden, weil alles noch mit ihr zu tun hat. Erschrocken, Alter. Ceridian? What do you mean, Ceridian? Ceridian, what's wrong? I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. You understand that? But it's a bird. It's Ceridian, by way of the invisible, speaking through the crow. Pity it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away.
Telefone, mein Junge. Can Okay. you feel it? I have goosebumps. The veil is tearing at the seam. If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. Und Thea kann mit Einfangen das Zentrum eines Schlingenfeuers bändigen. Dadurch werden die in seinen Knospen verborgenen Irrlichter gezwungen, sich für eine kurze Zeit zu zeigen. Um das Schlingenfeuer loszuwerden, kann Red alle Irrlichter zerstören, bevor das Zentrum frei ist. Komm, wir testen einfach mal. It's for the gardening tip. Aha. Zeige dich. Im Kampf kann... Also, ja. Halte gedrückt, um das Einfanggeschoss im Kampf aufzuladen. Ja. We can get to that ivy from the other side. The wards have weakened. Ceridian's power wanes. Der Radiant willkommen. Wir besiegen einen großen Monster und der Radiant wird schwächer? Da stimmt doch was nicht. Oder nähert Ceridian sich auch von den großen Geistern und Schemen dieser Welt? Okay, das hat irgendwie nicht funktioniert. Muss ich wahrscheinlich näher dran sein, ne? If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. So, das muss wahrscheinlich so blau sein, The ne? ivy should quickly wither. Und noch? Wait, what? Ach so, ach die... Ah, okay, jetzt verstehe ich. Okay, okay. Hab verstanden. Soll ich hier hinlaufen? Ja, danke. Danke, automatisches Zielen. No roots. Just how I like it. Jetzt verstehe ich. Die roten Dinger zeigen an, wo das freigesetzt wird. Aha. So, jetzt ist da der Weg auch offen. Jetzt komme ich zu dir, Ceridian. Und was ist mit Sika? Die müsste da auch noch hier rumgurgeln. Nobody's home. I can feel it. Umso besser. Gucke ich mich erstmal da um und klau was. Hehehe. Oh there! Where could they be? Vielleicht nimmt ihr einen Verjüngerungsbad. Man kann ja aber nichts klauen. Menno. Folge der Krähe. Crows. They flock to that great tree up there. If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them.
Once freed, the ivy should quickly wither. Ey, war ich jetzt nicht schnell genug, oder? Ich war nicht schnell genug. Quick and precise. Well done. So bin ich. In allem, was ich tue. Ist das bekloppt? Mal eben hier die Dinger aussammeln. Zack. Zack. So, hier unten entlang. Hui. Ah, danke fürs Rutschen. Oder auch nicht. Ich mache ja schon Krähen. Ich mache ja schon. Ich mache ja. Bin schon dabei. Iridium, bist du hier oben? Ja, ja. Erstmal nehme ich hier die Seelenscherbe mit. Ja, sonst ist hier erstmal nichts. The fuck? Sogar gehabt. Kraft. Ich nähere mich an Ceridians Macht. Ach so. Ceridian ist gar nicht da. Wait, what? Jetzt sind wir schon dahin, ne? Ne, hier ist falsch. Wait, war doch richtig? Ja, hier sind die ganzen Krähen. Habe ich irgendwo was falsch? Ich gucke hier nochmal. Ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt gerade. Nicht, dass ich hier was übersehen habe, weil ich nicht richtig geguckt habe oder so. Dass da noch so eine Stelle zum Abbiegen war, oder? So, hier rüber. Ja, aber sonst ist ja auch kein Weg, ne? Ne, nur das. Okay, dann. Ich sehe hier schon mal nicht. What the fuck? Da oben vielleicht. Ah. Hier hoch. Ah, so. The Banishers are here. Already?
How unfortunate. You called us. Did I? I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. You're too late, old mosshead, as ever. Time for peace. I forgive you, old man.